Hallo liebe Zuschauer, heute seid ihr mit mir zusammen in meinem Keller, denn ich stelle euch heute die Bosch PBD 40 Tischbohrmaschine vor. Ich habe mir die bei Amazon gekauft, weil ich auf der Suche war nach einer professionelleren, sage ich mal semi-professionellen Tischbohrmaschine, mit der ich präzise bohren kann, die natürlich aber nicht zu viel kosten sollte. Ich hatte mir so als Preislimit maximal 300 € gesetzt. Und bin natürlich in dem Preisbereich unter anderem auf diese Maschine gestoßen. Was Bosch hier anbietet, ist eine Maschine mit einer sehr gut steuerbaren Drehzahl. Ich habe also einen Drehzahlbereich von 280 Umdrehungen bis 2500 Umdrehungen. Was ich unbedingt haben wollte, weil ich zum Beispiel auch mit einem Senker arbeiten wollte, der eine sehr langsame Drehzahl erfordert und aber auch natürlich bei hohen Drehzahlen die Möglichkeit haben wollte, eventuell auch so ein bisschen damit zu fräsen, vielleicht später, wenn ich mir so einen kleinen Frästisch unten noch baue. Jetzt aber erstmal zu der Maschine. Ihr habt hier den Ein-Ausschalter, das ist also ein Drehschalter, wo einmal der Modus ist, wo die Maschine einfach nur angeschaltet ist. Hier habt ihr dann in der Stellung dreht sich dann die Maschine. Hier habt ihr einen Einstellregler für die Drehzahl. Dann habt ihr hier auf der rechten Seite einen Ganghebel, über den ihr zwei verschiedene Gänge einstellen könnt, einen Schnellgang und einen langsamen Gang. Hier habt ihr den Handhebel zur Betätigung des Bohrers, zum Herunterfahren des Bohrers. Dann habt ihr hier eine kleine Schiene, mit der ihr praktisch eine Führung machen könnt, für wenn ihr Leisten bohrt und mehrere Bohrlöcher in einer Reihe habt, könnt ihr hier diese Schiene einstellen. Dann habt ihr hier eine kleine Haltevorrichtung, wo ihr praktisch dann euer Werkstück darunter legt, die Haltevorrichtung drauf platziert und dann mit diesem Hebel hier das Werkstück fest einspannen könnt. So, das klemmt immer mal ein bisschen. So. Dann habt ihr hier an der Seite den Hebel. Der untere ist dafür gedacht, die Höhe der Bohrmaschine einzustellen. Wenn ich den löse, kann ich sie natürlich nach oben schrauben oder dann entsprechend weiter nach unten schrauben, wenn ich sie tiefer brauche. Und hier habe ich einstellbar noch einen Tiefenanschlag, wo ich jetzt praktisch runterfahren kann auf die Tiefe, die ich haben will. Dann schraube ich den fest und beim nächsten Mal komme ich wieder nur bei der Tiefe raus, die ich da eingestellt habe. Was die Funktion der Maschine angeht, habe ich verschiedene Einstellmöglichkeiten. Ich kann hier zum Beispiel das Display umschalten zwischen Drehzahl und Bohrtiefe. Das heißt, ihr seht hier eine Anzeige, wie tief ihr mit dem Bohrer gerade gefahren seid. Ist natürlich hilfreich, um den Tiefenanschlag einzustellen. Dann habt ihr hier einen Laser, der euch die Position anzeigt, wo euer Bohrer gerade steht. Das könnt ihr hier sehen, wenn ich das ein- und ausschalte, geht dann der Positionslaser an, der hier in etwa die Position der Bohrspitze anzeigt. Des Weiteren habt ihr hier noch eine Beleuchtung, sodass ihr ein bisschen Licht machen könnt und besser seht, wo ihr da bohrt. So. Das sind erstmal die Grundfunktionen der Bohrmaschine. Ich werde jetzt mal auf die Vorzüge und Nachteile eingehen. Es gibt natürlich ein paar. Ach, als letztes, was ich noch vergessen habe, das hat Bosch ein bisschen versteckt, die Funktion. Hier habt ihr eine Notaus. Wenn der Bohrer dreht und ihr kommt in eine gefährliche Situation, haut ihr hier drauf und die Maschine schaltet sofort ab. Um das wieder zurückzusetzen, dreht ihr einfach auf 0, also auf Aus, und dann könnt ihr wieder arbeiten. Ich finde, den hätte man ein bisschen besser kennzeichnen können als Notaushebel mit einem gelben Ring noch oder so, aber er ist gut zu erreichen, er funktioniert zuverlässig, insofern man kann nicht wirklich was dagegen sagen. Hier habt ihr noch das Schnellspannfutter, ihr braucht also nur einmal kurz andrehen, dann könnt ihr den Bohrer rausnehmen und zum Spannen einfach den Bohrer reinstecken, festdrehen, oben festhalten, unten festhalten, gegeneinander verdrehen und der Bohrer ist fest. So, jetzt kommen wir mal zu den Vor- und Nachteilen dieser Maschine. Ein Vorteil, den ich vorhin schon genannt habe, ist, dass sie eine sehr schöne Drehzahlregelung hat. Ich kann also ich zeige euch das gerade mal,
Jetzt bin ich im kleinen Gang. Hier kann ich die Maschine bis auf 230, 220 Umdrehungen runterregeln. Ja, ist also eine sehr langsame Drehzahl, vor allen Dingen zur Verwendung von Senkern oder großen Bohrdurchmessern. Wenn ich sie maximal hochdrehe, bin ich dann im zweiten Gang und komme hier bis 2500 Umdrehungen etwa hoch. Ihr hört, die Geräuschentwicklung ist relativ hoch an der Maschine. Das liegt natürlich daran, dass es keine spindelgetriebene Maschine ist, sondern eine direktgetriebene Maschine über ein Getriebe. Ich finde, man kann es verschmerzen. Manch einer hat es gerne etwas leiser. Da ich damit sowieso im Keller arbeite, stört mich das wenig, dass die Maschine etwas lauter ist. Jetzt kommen wir mal zu einer Sache, die in vielen Rezensionen bemängelt wird bei dieser Maschine. Und zwar ist das Spiel an der Bohrspindel. Ich zeige euch hier mal die Bohrspindel. Spiel heißt also, dass ich den Bohrer nehmen kann und hier unten ein bisschen hin und her wackeln kann damit. Das sorgt unter Umständen dafür, dass das Loch, das ich eigentlich bohren will, unter Umständen nicht genau an der Position ist, wo ich das haben will. Oder dass der Bohrer ein Loch macht, das größer ist, als es eigentlich sein sollte. Jetzt muss ich aber gleich dazu sagen, ich habe ein paar Testbohrungen mit dem Bohrer gemacht. Der Bohrer, den ich hier aufgespannt habe, ist ein Bohrer mit Durchmesser 7. Und hier habe ich einen Teil aus einem C45 Kohlenstoffstahl. Das ist also ein härdbarer und in dem Fall auch gehärteter Stahl. Und ich habe hier ein paar Löcher reingebohrt, wie ihr schon sehen könnt. Das habe ich so gemacht, dass ich zuerst die Löcher angekörnt habe mit einem Körner, dann mit einem Vorbohrer praktisch vorgebohrt habe und dann mit dem Bohrer im Durchmesser 7 fertig gebohrt habe, in dem Fall ohne Kühlschmierstoff. Wenn ich jetzt dieses gebohrte Loch vermesse, gehe ich mit dem Messschieber rein, komme ich auf ziemlich genau 7 mm. Müssen wir mal versuchen, ob ich das hier sichtbar bekomme für euch. Ja, also ich messe es mit dem Messschieber, ich komme auf exakt 7 mm. Kein Zehntel größer, kein Zehntel kleiner. Also ich kann auch mit so einem Bohrspiel hier eine genaue Bohrung herstellen, wenn ich genau arbeite. Wenn ich vorbohre, wenn ich richtig körne, dann ist das kein Problem. Das wurde bei vielen Rezensionen negativ bemängelt, ist eigentlich auch nicht wirklich ein positiver, qualitativer Aspekt. Aber wenn man richtig arbeitet, kann man das bei dieser Bohrmaschine hier fast vernachlässigen. Genau. Bosch selbst übrigens sagt, bei einem 75 mm langen Prüfdorn, der hier eingespannt wird, hat der Dorn am untersten Punkt ein Spiel von 0,32 mm, also reichlich 3 Zehntel. Bei niedrigen Drehzahlen sieht man auch, dass der Bohrer ein kleines bisschen schlägt unten. Aber wie gesagt, beim Bohren ist das kein Problem, wenn man sauber arbeitet und sauber das Bohrloch vorbereitet. Das war's von der Bosch PBD 40 Bohrmaschine. Ich finde sie klasse, ich habe jetzt 2-3 Tage damit gearbeitet, habe relativ viel damit gemacht in der Zeit und bereue nicht, dass ich mir die gekauft habe. Die hat in etwa 255 € gekostet. Die gibt es auch im Baumarkt vor Ort. Dort ist sie natürlich etwas teurer, aber man kann sie sich mal anschauen. Worauf man sich nicht unbedingt verlassen sollte, das sage ich gleich vorab. Das habe ich noch vergessen. Das ist dieser Positionslaser hier, mit dem ich praktisch die Position des Bohrers sehen kann. Der ist relativ ungenau, einfach dadurch, dass er bei jeder Höhe, natürlich durch die Verschiebung, eine andere Position anzeigt. Es gibt wahrscheinlich eine korrekte Höhe, bei der er richtig anzeigt, wenn ihr die Maschine einstellt, aber bei allen anderen ist er daneben. Ich finde es zu verschmerzen, weil ich die Funktion eh nicht brauche, aber ob ihr das braucht, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss!
Bismillah. Today I'm reviewing this Bosch PBD 40 drill press. It's a really beautiful machine, will really stand out in your workshop. And it's very well thought, very well designed. I really like the features. Some of the features I will just briefly mention before I get to the point here. So I really like the LCD here. I like the controls, especially the laser, the light, and the speed and the depth. And that the depth stop over here, you can control the stop over here, which is really cool. And also I love the wheel here instead of the lever. And also the the fence is included, the clamp is included. So really nicely thought all-rounder machine, with the gears and different speed. So but there are a few things, about 4 items which I can count, which some of them are really important for me and very hard for me to decide whether I can keep this machine or not, especially the last 2 items which I will mention. So first of all, one problem which I see, and this is a calibration issue, that when I turn on the laser and the laser is showing up, and if I put a mark there where the laser is showing up, just for this video's sake, so I can just put a cross here, right where the laser X is showing up. And now if I this is just a stock piece, so you can notice that it's not exactly calibrated. Okay, so this is how it came up. This is almost a millimeter away from the actual X. Okay, and that's that's not expected. That it didn't go through the proper quality control. And I'm getting a machine where I have no idea how to open this up and calibrate this laser, So that's one of the big issues which I do not like. The other problem here is that there is a movement here. So this also is a problem, because when I'm making a hole, and if I start drilling in a hole which is slightly off, and then I need to move, then it never goes in the right position. It keeps deviating and going to the wrong old hole, and that's not what I expect from a drill press. So this is the second problem which I'm having. And then the last 2 which I said, are really big for me, because sure, I can live with these 2 maybe, but one of the problem here is with this clamp over here. So this clamp has a hard surface on the bottom, so not only that it can scratch the material. Right now I don't care, because this is just a scrap material, but when I'm doing some kind of holes in a nice wood, I don't want it to be scratched. So it should have some kind of shoe, a rubber shoe, where the wood doesn't get scratched out. But here the bigger problem is that it puts dents. Okay, so right now if I tighten this, so let me just show it to you one more time. Like for example, this area is all clean. Okay, this is an older dent which I can show you right here. I'm not sure if it is visible or not, but now when I put this down here softly even, but when I tighten it, okay, so I'm going to tighten it.
After that, when I release, then you can see a new dent which was placed in this new area here. So that's a very big problem, because I cannot use the clamp, or not every time I'm going to be able to put another piece of wood in between, or a piece of cloth. So this third problem is really big issue, that they should have not make these sharp edges over here on the bottom. I will also try to take some photos and upload that. Now the fourth problem, which is also very big for me, is, let's say I want to start a hole from here. I make this, so it shows me 44.4 millimeter right now. I make this 0 so that I can measure how deep I want. So let's say 10 millimeters deep I need to go. So I can, that 0 point is there. But when I start the machine here, so now you notice that where it started from, just while I'm moving, this goes cuckoo, okay, out of control. So the 0 point became some kind of negative 400 and some points, so this is really unacceptable, that this depth stop measurement which is there, it goes cuckoo while I'm using the machine. Okay, so this is some kind of, I do not know whether it's a defect in all their products or just this one, but this is another one which one of the biggest problem, because if I have marked a point and then it loses that point, then all my holes are not going to be the same, and then I have to mark it again, and it keeps losing this calibration or the marking point. So these are the 4 major issues which I see with this machine. I really like the machine, and I wish Bosch can do a better job here for to keep up with their name. As I said, it's very well designed, really nice looking machine, best looking than what I have ever seen with any other machine. So I love the machine, but it's very difficult for me to work like this and keep the machine if this is going to be a problem here. Thank you for watching. Esta broca es de 18 de metal. Vamos a ver la perforación. Perfecto. Ni cabecea, ni se mueve, ni nada de nada, como dicen en otros comentarios. Ahora vamos a probar con la madera. Para que se vea aquí cortando, ¿vale?
Que ir a comprar la comida de los gatos tú solo. ¿Por qué? Porque... Ciao a tutti, questo è il trapano Bosch, il PBD 40. Prima ne avevo una cinta, onestamente era una tortura ogni volta sistemarle e metterle in linea. E per chi ci vede poco come me, io ho un grave problema di vista. Per chi ci vede molto male, diciamo, che ha anche un leggero strabismo, in questo modo qua c'è un laser che aiuta a trovare la posizione giusta, anche la luce, e da qui è possibile settare i giri che vengono visualizzati al display, oppure al posto dei giri potete anche visualizzare la profondità. Io certo l'ho pagato, diciamo, un po' di meno a quanto sta adesso. Io l'ho pagato 241 euro e ora sta un po' di più. Vi consiglio di aspettare il Black Friday, perché solitamente
quando c'è questa occasione Bosch fa i prezzi leggermente più bassi. Tutto sommato è un buon trapano.